Die Habsburger kennt man durchwegs nur als Herrscherfamilie. Doch viele ihrer Mitglieder gingen nebenbei auch bürgerlichen Berufen nach. Damit folgten sie ihren privaten Leidenschaften oder suchten Abwechslung vom festgefügten Zeremoniell. Das Besondere an Isabella ist ja, dass sie die Fotografie wirklich de facto professionell erlernt hat. Wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das hier das Areal gewesen ist, wo die Erzherzogin Marianne graben hat lassen. Nicht jeder Habsburger verkörperte wie Kaiser Franz Josef den fleißigen Funktionär, der mit eiserner Beamtendisziplin herrschte. Franz Josef war da sehr streng. Er hat ja eigentlich de facto verboten, dass die Mitglieder seiner Familie eine echte Berufsausbildung erhalten. Und deswegen waren es meistens Angeheiratete, die sich darüber hinweggesetzt haben. Viele von ihnen arbeiteten in bürgerlichen Berufen. Manche mit mehr, andere mit minderem Erfolg. Zeitlebens stand er im Schatten seiner berühmten Ehefrau Maria Theresia. Doch in seinem wahren Beruf als Finanzmanager war Franz Stephan einer der erfolgreichsten Angehörigen des Erzhauses. Er erwirtschaftete mit Gespür, Geschick und Cleverness ein Millionenvermögen. Der Mann Maria Theresias hatte viele Begabungen, darunter eine deutliche Neigung zum Ökonomischen, und machte als Großindustrieller und Börsianer Karriere. Er ist eigentlich derjenige, der de facto im Verborgenen der erfolgreichste Habsburger war, auch im finanziellen Sinn. Er ist nämlich derjenige, der ein Business aufgebaut hat und mit diesem Vermögen, das er erwirtschaftet hat, den Grundstein des privaten Familienvermögens der Familie Habsburg-Lothringen gegründet hat. Er mied Pomp und Luxus, schuf sich lieber sein Privatimperium, anstatt sich an den Regierungsgeschäften seiner Frau zu beteiligen. Während Maria Theresia dazu neigte, übermäßig Geld auszugeben, war Franz Stephan ein wahrer Sparmeister, legte Kapital in Ländereien, Häusern, Schmuck, Gold und fremde Valuten gewinnträchtig an und machte Wechsel- und Spekulationsgeschäfte mit den größten Bankhäusern Europas. Bereits in den ersten Jahren seiner Regentschaft mit der habsburgischen Kaisertochter hatte er ein so üppiges Vermögen angehäuft, dass er der finanzmaroden Monarchie beinahe 1 Million Gulden, was heute ca. 20 Millionen Euro entsprechen würde, zur Verfügung stellen konnte und avancierte so zum Financier und Gläubiger des Habsburgerreiches. Im Palais Lamberg, auch als Kaiserhaus bekannt, baute er sich sein eigenes Verwaltungszentrum und die Schaltzentrale des lothringischen Wirtschaftsimperiums auf. Doch wie kam der ursprünglich mittellose Großherzog der Toskana zu solch einem Vermögen? Zum Teil durch seine Einkünfte als Generalgouverneur der Niederlande und verschiedene Erbschaften. Vor allem aber war der Kaiser einer der größten Grundbesitzer der Donaumonarchie. Er hat aber auch in Brauereien investiert. Er war an einer großen Lottogesellschaft beteiligt. Er war der größte Entenzüchter Europas, hat alle Höfe Europas beliefert mit seinen Wildenten, die als Delikatesse gegolten haben. Gleichzeitig, und das ist das Spannende an ihm, er hat auch an der Börse spekuliert. Er hat das aber sehr diskret gemacht und hat aber immer unter falschen Namen investiert. Und das ist mit sehr fantasievollen Namen: Engelberto, Divino, Evangelist von Lilieninsel, also mit sehr lustigen, sehr fantasievollen Namen, um quasi ein bisschen zu vertuschen, dass der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ja da an der Börse spekuliert und gute Geschäfte macht. Der unterschätzte Kaiser hatte vielseitige Interessen und investierte sein Geld für die Allgemeinheit. So war er ein regelrechter Sammelfanatiker von Naturalien. Mit seinem Hof-Naturalienkabinett legte der Kaiser den Grundstein für das Naturhistorische Museum.
Prinzipiell war es natürlich bei Franz Stephan so, dass er nicht nur gesammelt hat und mit dieser Sammlung sein Interesse an der Naturgeschichte ausgedrückt hat. Wir wissen ja auch, dass er selbst Experimente durchgeführt hat. Ganz berühmt ist der Versuch, aus mehreren kleinen Diamanten einen großen zusammenzuschmelzen. Das ist ihm leider nicht gelungen. Die Diamanten oder einige dieser Diamantstückchen sind dabei verkohlt. Aber er hat natürlich indirekt bewiesen, dass Diamant brennbar ist. Und das war ja auch ein wichtiger wissenschaftlicher Versuch, wenn man so möchte. Vieles war Leidenschaft an dieser Sammeltätigkeit, aber es hatte auch einen ernsteren Hintergrund. So hatte man ja diese Sammlungen nicht zuletzt als Belegstücke angelegt, was es an Erzen und Rohstoffen in den Monarchieländern und natürlich auch in Österreich selbst gab. Und das waren ja ganz wichtige Einkommensquellen, diese Erzvorkommen im Kaiserreich im damaligen. Sein beträchtliches Privatvermögen an Bargeld, Realitäten und Aktien belief sich bei seinem Tod im Jahr 1765 auf rund 18 Millionen Gulden, heute ca. 380 Millionen Euro, die Franz Stephan seiner Familie hinterließ. Seit langem waren mit seinem Tod erstmals wieder die Finanzen der Habsburger geordnet und die Nachkommen der Kaiserfamilie materiell abgesichert. Eines seiner 16 Kinder teilte Franz Stephans Begeisterung für Naturwissenschaften. Seiner ältesten Tochter, Erzherzogin Maria Anna, sollte diese geteilte Leidenschaft ihren beruflichen Weg ebnen. Maria Anna von Habsburg widmete sich dem Sammeln und der Suche verborgener Schätze. Als Mineralogin und Archäologin konnte sie aus dem Schatten des Vaters heraustreten. Offiziell war sie Äbtissin, führte jedoch kein entsagendes religiöses Leben hinter Klostermauern, sondern bildete sich weiter und unterstützte ihren Vater als Leiterin seiner wissenschaftlichen Sammlungstätigkeit, aus der später das Naturhistorische Museum hervorging. Doch durch den plötzlichen Tod ihres Vaters im Jahr 1765 änderte Maria Anna ihr Leben. Nun suchte sie die Einsamkeit und führte ein asketisches Leben in Frömmigkeit. Im Mittelpunkt stand aber immer noch ihre wissenschaftliche Tätigkeit. Sie zog nach Klagenfurt und lebte dort teils im Kloster, teils in ihrem Schloss, wo sie gerne den Kärntner Adel und die anerkanntesten Wissenschaftler um sich scharte. Seit mehr als 2000 Jahren ist der Magdalensberg in Kärnten eine Baustelle. Heimo Dolenz, Archäologe und Feldforscher, arbeitet im Pompeji der Alpen. Genauer gesagt in einer Grube, die in die Zeit 40 vor Christus zurückreicht. Von 1784 bis 1787 ließ Maria Anna groß angelegte Ausgrabungen auf dem Zollfeld, einem ehemaligen Siedlungsgebiet der Kelten und Römer, beauftragen. Sie wusste, dass im Boden Relikte der Vergangenheit auf ihre Entdeckung warteten. So hier im Bereich des eigentlichen Stadtzentrums und in einem Wald, der bis seit damals eigentlich in unveränderter Form vorhanden ist. Was wir hier sehen können, sind entsprechende Schutthügel, die übergeblieben sind und wo man dann in den Zentren der Schutthügel die alten darunterliegenden eingestürzten Gebäude untersucht hat. Und aus diesem Grund, da diese Hügel mehrere Meter hoch noch über dem Boden aufragen, können wir auch mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das hier das Areal gewesen ist, wo 1784 bis 87 die Erzherzogin Marianne graben hat lassen, muss man sagen. Diese Grabungen finanzierte sie nicht nur, sondern sie war auch direkt vor Ort als Archäologin tätig. Ihre Hoffnung war es, die dortigen Ruinen endlich und eindeutig als das antike Virunum zu identifizieren. Eine ehemalige römische Stadt im heutigen Gebiet bei Mariasaal in Kärnten.
Aufgrund von überlieferten Fundaufzeichnungen vermutete Maria Anna Konturen von römischen Mauern unter den Wiesen. Man brach das Gemäuer stückweise heraus und begann zu graben. Gefunden wurden mehrere Münzen, Gefäße, Geräte und zahlreiche Gelübde und Leichensteine sowie verschiedene Gemäuer. Maria Anna soll sogar ein römisches Kindergrab unter dem Glassturz entdeckt haben. Als sie es öffnen ließ, zerfiel alles zu Staub. Es ist einfach so, dass in aristokratischen, aufgeklärten Kreisen, und zu denen zählt Marianne ganz sicher, es einfach Mainstream damals gewesen ist, wissenschaftlich in der Geschichte zu forschen. Das ist eigentlich die Triebfeder ihrer Ausgrabungen. Was mit hineinspielt, ist sicherlich auch ihre Schwester, die Maria Carolina in Neapel, die Königin, und die großen Grabungen in Pompeji. Und Carolina hat also in Pompeji im Theater die Inschrift gefunden, wo man die Pompeienses namentlich erfasst hat. Und das wollte sie auch hier für Verona. Auf Anraten eines Freundes begann sie in späteren Jahren wieder eine Sammlung aufzubauen. Hauptsächlich eine Kräuter- und eine Mineraliensammlung. Die letzten Lebensjahre verbrachte Maria Anna in Kärnten, im Kreis ihrer Vertrauten und des Elisabethinenordens, dem sie lebenslang nahestand. Durch ihre Sammlungen und Funde bleibt ein Stück archäologische Geschichte am Leben. Er war Kaiser und Komponist. Er liebte die Musik mehr als das Regieren. Kaiser Leopold I. liebte Töne so sehr und gab sich dieser Profession mit einer Leidenschaft so hin, dass er den Ruf genoss, ein bedeutender Komponist zu sein. Musik zum Aufstehen, Musik zum Essen und den abendlichen Unterhaltungen und selbstverständlich Musik zum Schlafengehen. Für Kaiser Leopold I. waren Töne Nahrungsmittel. Unerschöpflich war seine kreative Ader. Im Lauf seines Lebens hob er Werke von nicht zu unterschätzender Qualität aus der Taufe. Der Kaiser galt als erster Hofkompositeur seiner Zeit und Europa staunte. Jede Opernaufführung am Hof versah er mit mindestens einer Einlegearie aus eigener Feder. Mehr noch, der Kaiser stand meistens persönlich bei der Aufführung seiner Werke im Kostüm auf der Bühne. Und für seine erste Ehefrau, die spanische Infantin Margareta Teresa, ließ er extra für seine Hochzeit die Oper Der goldene Apfel komponieren. Die Musik stammte zu einem guten Teil aus der Feder des Kaisers. Während der Aufführung leitete der Barockkaiser das Orchester sogar einige Passagen lang selbst. Ein Großereignis in 5 Akten und 67 Szenen. Il Pomodoro ist die längste Oper, die jemals komponiert und aufgeführt wurde. Es gab nur eine Vorstellung. Dafür war diese das Gespräch an allen Höfen Europas. Für Leopold war die Musik eine Sprache, die er von klein auf gelernt hatte. Sein erstes Werk komponierte er bereits im Alter von 16 Jahren. Fast 250 Werke brachte er selbst im Lauf seines Lebens zu Papier. Und ganz Europa blickte neidisch auf die musikalische Meisterleistung des Kaisers. Seine Ekstase und Hingabe zur Musik ging sogar so weit, dass er sich eine eigene Musiksammlung anlegte, die wegen ihres Aufbewahrungsortes auch gerne Schlafkammerbibliothek genannt wurde. Das, was für ihn von größter Wichtigkeit war, will er an seinem Bett wissen. Mit Musik lässt es sich eben besser schlafen. Mit der schleichenden Machtübergabe an Leopolds Thronfolger Josef hätte Leopold eigentlich mehr Zeit für die Musik gehabt. Doch die Muse schien ihn da bereits verlassen zu haben.
Am 5. Mai 1705 starb Leopold im Alter von 65 Jahren. Angeblich hat er noch vor seinem Ableben eine Kapelle ins Nebenzimmer beordert und ist zum Klang seiner Lieblingsstücke sanft entschlafen. Ein weiterer Habsburger Spross konnte sich durch seine Liebe zur Natur eine Karriere aufbauen. Wer in den Borboli-Gärten und jenen von großherzoglichen Villen in und um Florenz, umgeben von einer atemberaubenden Natur aufwächst, muss zwangsläufig einen grünen Daumen in die Wiege gelegt bekommen haben. Er war der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Begründer des Kaisertums Österreich. Dennoch erinnert man sich auch heute noch an Kaiser Franz II. Aus dem Haus Habsburg-Lothringen gerne als den Blumenkaiser. Er hatte wie eigentlich jeder Habsburger ein Handwerk erlernen müssen und entschied sich für die Gärtnerei. Der Thronfolger Franz hatte sich für Gartenbau interessiert. Als Kaiser konnte er daraus einen Zweitberuf machen. Schon in seinen Jugendtagen hatte sich Franz für die Natur und die Landwirtschaft begeistert. Im Wien des 18. Jahrhunderts, wo er ab seinem 17. Lebensjahr wohnte, begann seine Leidenschaft für die Gartenkunst erst richtig zu florieren. Er legte eigene Gärten an, suchte neue Pflanzen und organisierte Expeditionen, etwa ins ferne Brasilien. Kaiser Franz ließ sich von den führenden Gartengestaltern seiner Zeit zum Gärtner ausbilden. Ja, mehr noch, die Gärtnerei sollte sogar zu seinem bevorzugten Lebensinhalt werden. Unzählige Anekdoten sind über den gartelnden Habsburger überliefert. Mehrfach sollen Passanten ihn im Gärtnergewand im Volksgarten, der ja auf seine persönliche Initiative zurückging, angetroffen und angesprochen haben, weil sie ihn für den Gärtner hielten. Seine Ernsthaftigkeit und Zuwendung zum Gärtnerberuf zeigte sich, indem er einen Lehrstuhl für Blumenmalereien an der Akademie der Bildenden Künste in Wien einrichtete. Er ersann den Posten eines Hofbotanikmalers und gründete 1807 das Botanische Hofkabinett, aus dem die heutige botanische Abteilung des Naturhistorischen Museums hervorging. Selbst in politisch unruhigen Zeiten beschäftigte sich Franz intensiv mit der Botanik. Die besinnliche Ruhe bei der Gartenarbeit gab ihm Kraft, um als Regent sein Reich zu führen. Man könnte fast sagen, es gäbe den Kaiser ohne Gärtner nicht, aber auch der Gärtner könne ohne den Kaiser nicht existieren. So wie Leopold I. auch als Hofkomponist seine Berufung gefunden hatte, so war Franz als Gärtner ein Profi. Rauschende Feste, Theateraufführungen, Burlesken und Zauberspiele. Während sich ihr Ehemann im Garten aufhielt, zog es Maria Theresia, die Namensvetterin der berühmten Kaiserin, auf die Bühne. Sie entwarf Kostüme und Bühnenbilder, die in fast allen Theatern in Wien zu sehen waren. Spektakel müssen sein, war schon das Motto ihrer Großmutter Maria Theresia gewesen, die Theater-, Opern- und Ballettaufführungen im Familienkreis liebte und ihre Familie verpflichtete, alle Festtage wie Geburtstage oder Namenstage mit selbst einstudierten Aufführungen zu feiern. Hintergrund war aber nicht nur Vergnügen, sondern vielmehr ein praktischer Gedanke. Denn mit diesen Aufführungen sollten die Kinder von klein an daran gewöhnt werden, aufzutreten, vor Publikum zu sprechen und damit spielerisch auf ihre repräsentativen Verpflichtungen vorbereitet werden. Die Tradition wurde bis zum Ende der Monarchie fortgesetzt und während die meisten Familienmitglieder als Schauspieler, Sänger und Tänzer fungierten, werkte die Enkelin Maria Theresias hinter den Kulissen. Diese Aufführungen, die sie quasi inszeniert hat, das waren im ersten Schritt zumeist Aufführungen, die innerhalb
dieser Hofgesellschaft aufgeführt wurden. Also das wurde aufgeführt meist in der Hofburg oder in Schönbrunn oder in Laxenburg, wo auch immer die kaiserliche Familie gerade residiert hat. Aber es gab natürlich schon noch Stücke, die erfolgreich waren, die dann auch in andere Theater übernommen wurden. Als Zugeheiratete mit einem etwas bizarren Kunstgeschmack wurde Maria Theresia von ihren Zeitgenossen kritisch wahrgenommen und auch von der Geschichtsschreibung lange Zeit vernachlässigt. Doch die Bedeutung ihrer künstlerischen Aktivitäten am Wiener Hof sind so weitreichend, dass man diese als eine Art nebenberufliche Tätigkeit ansehen kann. Ihre Entwürfe sind bis heute erhalten und erzählen vom Beruf der theaterbegeisterten Habsburgerin. Marie-Therese hat ja selbst auch Theaterstücke verfasst, sie auch Ideen gehabt. Sie wurde natürlich auch von zahlreichen Librettisten beschickt mit Ideen. Und nachdem sich ihr Nachlass, der sogenannte theatralische Nachlass, bis heute erhalten hat, können wir ganz gut nachvollziehen, was sind so die Stücke, die sie interessiert hat und wie entsteht das auch. Also da gibt es diese Textbücher, wo sie auch eingefügt hat, ihre Ideen für Kostüme, wie stellt sie sich diese Personen vor, wie stellt sie sich die Szenerie vor. Es ist sehr liebevoll auch eingefügt und eingeklebt und sie hat da wirklich mit sehr viel Akribie und sehr viel Geschick und Talent und das wirklich eigentlich sehr ernsthaft betrieben und sehr viel Zeit damit verwendet, in diesem Bereich auch nicht nur tätig zu sein, sondern auch gut zu sein. Ähnlich wie Maria Theresia von Neapel-Sizilien sich mehr mit dem Beruf der Kostüm- und Bühnenbildnerin identifizieren konnte als mit dem Regieren, wollte auch Kaiserin Elisabeth von der Nachwelt als Dichterin wahrgenommen werden, die sich nur versehentlich in ein Kaiserhaus verirrt hatte. Über die Extravaganzen der Kaiserin rümpfte ganz Wien die Nase. So verwundert es nicht, dass sie rebellierte und sich immer wieder auf lange Reisen flüchtete, rauchte, sich tätowieren ließ oder exzessiv Sport betrieb. Als furchtlose, elegante Reiterin konnte sie schon in jungen Jahren Erfolge verbuchen. Als einzige Frau gewann sie die gefährlichsten Rennen, bis sie sich vom Reitsport wegen eines Gichtleidens schweren Herzens lossagen musste. Danach fand sie ein anderes Ventil, um ihre Sehnsüchte auszuleben. Sie stürzte sich in die fabelhafte Welt der Poesie. In ihrer Jugend reimt Sissi noch harmlose Verserl zusammen. Später, als reife Frau, klang die Dichtkunst der Kaiserin immer melancholischer. Vor allem der Wiener Hof und die aristokratische Gesellschaft, ja die Monarchie als Ganze, kommen in ihren Niederschriften prominent vor. Ihrem Franzl gegenüber bleibt sie zwar loyal, bezeichnet ihn trotzdem wenig charmant als glotzenden Karpfen oder Vollblut-Eselein. Das Einzige, was ihr Freude bereitete, waren das Reisen und die Schönheit der Natur. Eine Möwe bin ich, von keinem Land. Meine Heimat nenne ich keinen Strand. Mich bindet nicht Ort und nicht Stelle. Ich fliege von Welle zu Welle, heißt es in ihrem poetischen Tagebuch. Mit diesen Texten ertränkte die Kaiserin ihren Kummer, ihre Einsamkeit und ihre Sehnsüchte im Tintenfass. Stunden, ja sogar tagelang flüchtete sie sich in die Welt der Dichtkunst und der Fantasie. Ihre Sehnsucht nach Freiheit, Individualität und selbstständigem Denken war ihr wichtiger als die Meinung der Wiener Aristokratie. Insgesamt haben ihre Gedichte starke romantische Züge, was vor allem daran liegt, dass sie sich von dem von ihr verehrten Heinrich Heine inspirieren ließ, dadurch aber kaum einen eigenen Schreibstil entwickelte. Aus Angst, ihre Texte würden nach ihrem Tod vom strengen Habsburgerhaus vernichtet werden,
verschloss sie im Sommer 1890 ihren Nachlass beim Schweizer Bundespräsidenten und wünschte eine Veröffentlichung 60 Jahre nach ihrem Tod. Sie widmete die tagebuchartigen Dichtungen den Zukunftsseelen, in der Hoffnung, diese würden ihr Denken und ihre Dichtkunst besser verstehen. Bitte lächeln. Diese Worte stammten nicht aus dem Mund eines bürgerlichen Fotografen oder gar eines Paparazzos, der nach Fotos der habsburgischen Familie gierte. Diese Phrase kam einer echten Habsburgerin über die Lippen. Erzherzogin Isabella von Croix-Dülmen. Sie war eine deutsche Hochadelige und in einer finanziell komfortablen Lage, denn ihr Mann Friedrich von Österreich-Teschen wurde durch eine Erbschaft zum reichsten Erzherzog des Hauses Habsburg. So hatte sie die Möglichkeit, sich ihrer großen Leidenschaft, der Fotografie, zu widmen und sich darin ausbilden zu lassen. Das Besondere an Isabella ist ja, dass sie die Fotografie wirklich de facto professionell erlernt hat. Sie ist natürlich nicht in eine Schule gegangen, wobei man Fotografie in der damaligen Zeit ja noch gar nicht lernen konnte. Es gab keine Ausbildung in dem Sinn. Aber sie hat das insofern professionell gemacht, als sie zum Beispiel Moritz Näher, einen der prominentesten Fotografen und Porträtisten seiner Zeit, unter anderem engagiert hat. Und er hat ja wirklich von der Pike auf gelernt, alles, was zu Fotografie als Kunstform, wenn man das ernsthaft betreibt, gehört hat, von Bildmotivik, Bildausschnitt, Beleuchtung, Belichtung. Das Ganze war ja sehr kostspielig. Sie konnte sich das leisten. Ursprünglich bekannt wurde Busa Bella, wie sie von Zeitgenossen spöttisch wegen ihrer Beliebtheit genannt wurde, durch einen bestimmten Fund, der in einem Skandal bei Hof mündete und ungeahnte Auswirkungen auf die Monarchie haben sollte. Isabella wohnte mit ihrem Gemahl, den 8 Töchtern und einem Sohn, auf Schloss Halbturn im Burgenland. Zu dieser Zeit ließ sich Thronfolger Franz Ferdinand auffällig oft bei der Familie blicken. Isabella nahm an, dass der Thronfolger ein Auge auf eine ihrer Töchter geworfen hätte. Doch als Franz Ferdinand einmal auf dem hauseigenen Tennisplatz seine Taschenuhr verlor und diese in die Hände von Isabella gelangte, verfiel die Erzherzogin in Schockstarre. Beim Öffnen erblickte sie nicht, wie erwartet, ein Bild einer ihrer Töchter, sondern in der Uhr befand sich das Bildnis einer gewissen Sophie Kottek, einer ihrer Hofdamen. Eines der bestgehüteten Geheimnisse der Monarchie wurde so gelüftet. Als Fotografin hatte Isabella mehr Glück, denn als Verkupplerin ihrer Töchter. Isabella hat sich als Fotografin einen Namen gemacht mit Fotografien der ländlichen Bevölkerung. Und sie hat einfach diese bäuerliche Kultur, die Alltagskultur, die Lebensbedingungen dokumentarisch festgehalten. Und das sind wirklich erstklassige Fotos, die auch sehr viel vom Alltag in der damaligen Monarchie erzählen. Also jetzt nicht nur adeliger Alltag, sondern auch ganz andere Bevölkerungsschichten, die sie fotografisch festgehalten hat. Im Familienpalais in Pressburg begann die berufliche Laufbahn der Erzherzogin. Die ganze Familie posierte gerne und oft vor ihrer Linse. Es sind eigentlich die einzigen Fotos, die den Alltag der kaiserlichen Familie dokumentieren. Einen Alltag, der von adeligen Vergnügungen geprägt war. Jagen, Ausritte zu Pferd, Winter- und Sommerausflüge und Hausgesellschaften. Die Fotos sind ein bisschen wie ein Blick durchs Schlüsselloch. Franz Josef war da sehr streng. Er hat ja eigentlich de facto verboten, dass die Mitglieder seiner Familie eine echte Berufsausbildung erhalten. Sie durften kein Studium absolvieren, sie durften auch keine Lehre machen, also wirklich im professionellen Sinn. Und deswegen waren es meistens angeheiratete Habsburgerinnen oder Habsburger, die in ganz anderen Kreisen aufgewachsen sind, die sich darüber hinweggesetzt haben, die auch mit einem Selbstbewusstsein gesagt haben, ja, aber mich interessiert das, ich möchte das lernen, ich möchte etwas Sinnvolles leisten, auch in meinem Leben.
Nach 10 Jahren Übung war Isabella eine ernstzunehmende, preisgekrönte Fotografin. Ihre Fotos wurden seit 1904 in vielen Fachzeitschriften veröffentlicht und regelmäßig auf internationalen Ausstellungen gezeigt. Keine Paparazzi verbergen sich also hinter den Fotografien. Keine Bürgerlichen schossen die künstlerischen Fotos, die Preise gewannen, sondern eine echte Habsburgerin. Als die Monarchie zu Ende ging und der Erste Weltkrieg ausbrach, entschied sich eine weitere Habsburgerin für eine bürgerliche berufliche Laufbahn. Im wahren Leben entschloss sich Erzherzogin Marie-Therese von Braganza tatsächlich dazu, hart zu arbeiten. Und zwar als Krankenschwester. Die geborene Prinzessin von Braganza und Infantin von Portugal war die 3. Ehefrau Erzherzog Karl Ludwigs, eines jüngeren Bruders Kaiser Franz Josefs, und ging mit Sicherheit den außergewöhnlichsten Weg für eine Erzherzogin. Sie ließ sich zur Krankenschwester ausbilden und arbeitete, um unerkannt zu bleiben, als Schwester Michaela beim Roten Kreuz. Hier sozusagen die Entscheidung sehr leicht fiel, das hat man einfach gemacht. Also man fühlte sich verpflichtet, hier karitativ tätig zu sein. Und sie war natürlich auch an der Front. Man muss sich ja vorstellen, dass sie eine sehr wichtige Persönlichkeit war, dass sie hier an der vordersten Front auch ein gewisser Motivationsfaktor war, dass sie sich an der Heilung, an der Pflege der kriegsverletzten Soldaten sich auch darum kümmerte und das auch mit einer gewissen Ausbildung auch sehr vorbildhaft als Krankenschwester umsetzen konnte. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs waren Frauen nicht nur in der Heimat als Rotkreuzschwestern tätig, sondern auch direkt an der Front im Einsatz. Die Aufopferung der habsburgischen Schwester Michaela bei der Pflege verwundeter und kranker Soldaten war allgemein bekannt. Sie galt als äußerst bescheiden, wollte nie auffallen. Zum Dienst kam sie stets in Schwesterntracht. Ihre Arbeit verrichtete sie aber auch inmitten von Bombenhagel. So reiste sie beispielsweise an die italienische Isonzo-Front, an der sie trotz schwerer Gefechte blieb. Sie trotzte jeder Furcht und musste Straßen benutzen, die unter schwerem Beschuss lagen. An der Front kannte man ihren Mut. Eine Sonderstellung wollte sie nie einnehmen. Nur den Titel Schwester und die damit verbundene Position. Marie-Therese Braganza war an verschiedensten Orten tätig, auch in Deutschland, auch in der damaligen Ostfront, ja, sehr stark tätig. Es hatte auch eine Begründung, dass sie auch an der Front gekommen ist, dass sie auch Erfahrung in der Krankenpflege hatte. Ja, sie hat auch ein Hospiz in Wien auch begründet. Und an der Front war natürlich das sehr entscheidend als symbolischer Hinweis, dass hier sozusagen das oberste Kaiserhaus vertreten durch die Erzherzogin Braganza hier auch Anteil nahm, um den Krieg gewinnen zu können, hier sozusagen als Motivationsfaktor war. Wie man weiß, ist die Geschichte dann ganz anders gelaufen. Die Monarchie ist ein paar Monate später zerbrochen. Für ihre Arbeit als Krankenschwester erhielt sie mehrere Auszeichnungen, darunter die preußische Rotkreuz-Medaille 1. Klasse und vom König von Bayern das Verdienstkreuz für freiwillige Krankenpflege mit der Kriegsauszeichnung. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie begleitete sie das letzte Kaiserpaar Karl und Zita ins Exil nach Madeira. Ihren Lebensabend verbrachte sie aber wieder in ihrer Heimat Österreich. Ihre Erinnerungen hielt sie in zahlreichen Fotoalben fest, die ein persönliches und damit ungeschöntes und realistisches Zeugnis ihrer Arbeit als Krankenschwester erzählen. Die zweite Seite der Habsburger erzählt viel über ihr wahres Ich. Die Leidenschaften und Talente der Habsburger mündeten in ernsthaften beruflichen Bahnen. Adelige Lebenswelten trafen auf bürgerliche. So landeten sie ein Stück weit im wirklichen Leben.